Hallo, in diesem Video unserer kleinen Serie Schmerzen und der Rücken oder die Wirbelsäule möchte ich euch kurz zeigen, wie ich vorgehe, wenn ich jemanden untersuche, der unter Rückenschmerzen leidet und welche neurologischen Untersuchungsschritte ich auf jeden Fall machen würde. Hallo, mein Name ist Dr. Philipp Eckhardt. Ich bin Inhaber einer Praxis für funktionelle Medizin auf der Basis der funktionellen Neurologie und das unterrichte ich auch in meiner Akademie, der Neurologakademie. Interesse an dem Gehirn, Interesse am Nervensystem, Interesse an Gesundheit? Dann abonniert doch den Kanal und wir halten euch da gerne auf dem Laufenden. So, ich habe hier meinen Sohn mitgebracht, damit ich das zeigen kann und ich betone, dass wir jetzt hier das so nachstellen. Wir können jetzt hier natürlich keine direkte Untersuchung und Behandlung machen in so einem kurzen Zeitraum, aber nur, dass es einfach klar ist, wie wir vorgehen, wenn wir mit neurofunktioneller Integration oder auch mit funktioneller Neurologie arbeiten. Also, das Erste, was ich mir angucken würde, ist, wie die Augen funktionieren. Das heißt, man kann zum Beispiel hingehen und dann den Patienten bitten, einfach entspannt zu stehen und dann mal gucken, wie gut kann der Patient mit seinen Augen einem Stift folgen. So, das gibt Hinweise auf verschiedene Gehirnbereiche, auf die motorische Funktion ganz allgemein und das kann wichtig sein, denn wir sagen dazu Neurosequenz. In der Neurosequenz bewegen wir in erster Linie erstmal die Augen. Das heißt, wenn ich irgendwas suche, bewegen sich meine Augen hin, dann bewegt sich mein Kopf hin und dann richtet sich mein Körper aus. Das heißt, Augen haben in ihrer Funktion, in ihrer motorischen Funktion eine hohe Priorität und man sagt auch, der Körper folgt dem Kopf oder man könnte auch sagen, der Körper folgt den Augen. Dahin, wo die Augen gehen, dorthin geht auch der Körper. Es sei denn, ich mache ganz bewusst eine Bewegung in eine andere Richtung, weil ich tanze oder weil ich Fußball spiele und beobachte, wie mein Gegner gerade läuft. Klar, Ausnahmen gibt es immer. So, ein weiterer Test, den man zum Beispiel machen könnte für die Augen, und wie gesagt, ich zeige nur ein paar Sachen, nur dass dieses Thema Augen einfach auf dem Monitor ist, zu gucken, wie gut die Augen reflektorisch arbeiten. Bitte mal meine Nase anschauen und dann kann man hier den Kopf hin und her bewegen, langsam oder auch mal ein bisschen schneller hin und her bewegen, um zu gucken, ist das Gehirn in der Lage, das Auge auf dem Ziel zu halten. Also in dem Sinne, meine Nase hier, ist das Auge stabil in seiner Blickrichtung. So, das Zweite, was ich auf jeden Fall untersuchen würde, ist das Gleichgewichtssystem. Und wenn ihr euch erinnert, ich hatte in den vorherigen Videos schon darüber gesprochen, wie wichtig der Input der Augen und auch des Gleichgewichtssystems ist für die Funktion der Wirbelsäule, letztendlich für den ganzen Körper, ist eine Möglichkeit, das Gleichgewicht zu testen, die reflexive Stabilität. Das heißt, Patient steht einfach ganz entspannt da und was man macht, man klopft sowohl gegen die Schulter, um zu gucken, wie reagiert der Körper, wie schnell stabilisiert der Körper sich, und gegen das Becken zu klopfen, gleich auf der anderen Seite, um zu schauen, gibt es hier Auffälligkeiten, wie stark wackelt das System, wie instabil ist welcher Teil der Wirbelsäule, wo ist es am stärksten, wackelt der Kopf oder ist der Kopf stabil. Das gibt sehr schöne, auch propriozeptive oder sensorische Hinweise über Fehlfunktionen, Fehlinformationen, die dann zu einer mangelnden Stabilität beitragen, was letztendlich dann auch zu Rückenbeschwerden führen kann. So, natürlich ergänzend hier kann man sowas machen wie den Romberg-Versuch. Bitte mal die Füße ganz zusammenstellen, die Arme ganz gerade ausstrecken und die Augen schließen und dann einfach gerade stehen bleiben. So, hier kann man beobachten, ob der Patient stabil steht, ob er sehr stark schwankt, wenn er keinen visuellen Input mehr hat, ob er in eine bestimmte Richtung schwankt. Wenn jetzt zum Beispiel ich sehen würde, dass der Patient zu dieser Seite ständig kippelt, also hier nach links, immer wieder in die gleiche Richtung und das dann immer wieder versucht auszugleichen, könnte das schon ein Hinweis sein auf eine Störung im Gleichgewichtsorgan auf dieser Seite. Da gibt es eine Struktur, die nennt sich der Utriculus, die könnte in der Funktion gestört sein, was man letztendlich dann genauer testen und auch behandeln kann. So, was gibt es noch? Natürlich die ganz normalen Untersuchungen, die jeder macht, was letztendlich auch irgendwo eine neurologische Untersuchung ist, also Bewegungsumfang, Fingerbodenabstand, diese ganzen Sachen, ist jetzt nicht unser Thema. Ich möchte gleich noch was zeigen zum Thema Füße.